Hallo Kids und herzlich willkommen zu Hubblecraft Expo. Das ist heute schon Folge 18, wenn ich richtig gezählt habe. Wir haben ja auch schon echt einiges gebaut und darunter ja auch viele Anlagen, die uns mit Rohstoffen versorgen, praktischerweise. Farmen, die auf Nutzen, auf Ressourcen, auf Effizienz aus sind. Heute wollen wir deshalb mal wieder was bauen, was eigentlich gar keinen praktischen Nutzen hat, was eigentlich eher so eine nette Spielerei ist und ein hübsches Deko-Element, denn wir bauen einen Kamin. Und zwar einen, den man an- und ausstellen kann. Womit machen wir das? Wir machen das auf Grundlage von Netherstein. Den habt ihr vielleicht schon gesehen, vielleicht habt ihr auch schon gesehen, wie er brennt im Nether. Wenn den zum Beispiel so ein Ghast mit einem Feuerball beschießt, dann steht er in Flammen. Und mit Netherstein verhält es sich so, der brennt jetzt ewig, bis man ihn wieder löscht. Also entweder manuell oder man kippt Wasser drüber oder es gibt noch eine dritte Variante, wenn der Block darunter, also der Netherstein selbst, sich bewegt, dann geht das Feuer auch aus. Das ist gut zu wissen. Jedenfalls würde das Feuer sonst immer weiter brennen. Ganz anders als bei Holz, was sich irgendwann selber verzehrt. Das hier wird also der Boden von unserem Kamin, unsere Brennfläche. So, ich mache schon mal links und rechts einen Block hin, damit man das schon mal so schematisch erkennt. Wir wollen den Stein aber ja nicht manuell mit dem Feuerzeug anzünden, immer wieder, sondern wir wollen, dass das automatisch passiert und dazu brauchen wir, wie könnte es anders sein, Spender. Spender können ja Gegenstände benutzen tatsächlich und auch das Feuerzeug benutzen. Deshalb packe ich da schon mal ein Feuerzeug rein. In jeden Spender. 1 erstmal. Man könnte 9 reinpacken. Damit hat man dann auch ein Weilchen Ruhe. Man muss den Spender dann nicht so bald wieder auffüllen, denn die Feuerzeuge halten ja ein ganzes Weilchen. Damit kann man ja schon etliche Male Feuer machen, bevor das dann kaputt geht. Wenn wir die beiden Spender, da sind ja jetzt Feuerzeuge drin, wenn wir die jetzt mit, ich kann das ja mal ganz schnell hier und provisorisch hier rüberlegen, wenn wir die mit Redstone verknüpfen und da einen Schalter dran machen, hier sagen wir den Block, dann machen die direkt schon Feuerchen. Was sie natürlich nicht machen, ist das Feuer wieder aus, wenn ich den Schalter wieder zurücklege. Deshalb müssen wir uns dann noch was überlegen. Und ich sagte es ja schon, es gibt eine Methode, das Feuer wieder auszukriegen, ohne Wasser zu nehmen. Das ist, indem man den Block bewegt. Und das machen wir jetzt. Wir graben uns von hinten an den Netherstein ran. Da ist er. Und dann vielleicht noch eine Ebene tiefer. So. Machen die beiden Blöcke darunter weg. Und dann setzen wir, ich habe es hier auch schon rausgesucht, dann setzen wir haftende Kolben auf den Boden darunter. Das ist ein bisschen, wir müssen ein bisschen sneaken. So, geht das? Ja. Hauptsache die Kolben gehen nach oben, die schieben den Netherstein. Wenn die Kolben den Netherstein schieben, dann geht das Feuer darauf aus. Jetzt müssen wir nur dafür sorgen, dass das auch passiert, wenn wir den Hebel wieder zurücklegen. Vielleicht machen wir den Hebel sogar noch einen Block höher. Ist praktischer, kommt man besser ran. So. Und dann führen wir einmal tatsächlich eine Redstone-Spur. Vielleicht mache ich da aber noch einen Block auch über die beiden Spender drüber. Sieht einfach schöner aus. Und man kann sieht nachher das Redstone von unten nicht so. Jetzt führe ich hier das Redstone mal entlang. Damit werden die beiden Blöcke ja gepowert und auch die beiden Spender. Wenn wir jetzt den Hebel umlegen, dann macht er wieder Feuer, aber wir wollen ja, dass, wenn wir den Hebel auf Ausstellen, also so wie er jetzt steht, dass das Feuer dann gelöscht wird. Wie machen wir das? Indem wir das Signal rumdrehen und das könnten wir machen mit einer Fackel. Die Fackel ist ja an, solange hier kein Strom ist.
Solange das Ganze aus ist, ist die Fackel an. Und andersrum, wenn ich jetzt auf Anschalte, geht die Fackel aus. Das heißt, im Auszustand ist die Fackel an und wir könnten dann das Signal von der Fackel hier so einmal rüberführen und zu den beiden Kolben runter. Die fahren direkt aus. Da sind sie. Und würden unser Feuer löschen, wenn wir jetzt ausstellen. Wir testen das mal, ob es schon klappt. An und aus. Klappt. Prima. Also eigentlich ist unser Kamin schon funktionstüchtig. Wir wollen aber ein bisschen auch wieder nur für die Optik, dass diese Blöcke hier oben nicht hier oben sind, sondern dass die wieder in den Boden verschwinden, sobald das Feuer gelöscht ist. Also wir wollen quasi aus diesem Dauersignal, was die beiden Kolben hier unten powert, mit Energie versorgt, wollen wir ein kurzes Signal machen, wollen wir ein Impulssignal machen, dass die einmal kurz hochfahren, wieder runterfahren. Damit ist das Feuer ja auch aus und es sieht dann ein bisschen hübscher aus in unserem Kamin. Wie schaffen wir das? Das haben wir auch schon mal gemacht. Da haben wir auch schon mal die Methode gesehen, indem wir aus diesem Dauersignal ein Impulssignal machen, indem wir es erstmal unterbrechen. Dann bauen wir da eine Hürde ein, also hier so einen Graben, legen die Spur einmal da durch und sorgen dafür, dass die Verbindung hier an der Stelle unterbrochen werden kann. Zum Beispiel auch wieder mit einem Kolben. Ich setze mal hier hinten einen haftenden Kolben hin, der ist eingefahren, so. Und wenn ich jetzt mit dem Signal hier hinten nochmal rumgehe und das ein bisschen verzögere, das kann ich ja mit einem mit einem Verstärker tun. Hier haben wir ihn. Wenn ich da einen Verstärker einbaue und den auf eine größere Stufe stelle, dann wird das Signal ja ein bisschen verzögert. Und wenn ich dann hier reingehe, seht ihr, dann unterbricht er nach kurzer Zeit, fährt der Kolben aus und dann wird unser Dauersignal unterbrochen und dadurch haben wir nur einen kleinen Impuls und die Kolben fahren wieder ein. Das ist einfach nur noch eine zusätzliche Modifikation, damit unser Kamin mehr nach Kamin aussieht. Nochmal testen. Feuer geht an. Feuer geht aus und wie wir das gewünscht hatten, fahren die beiden Blöcke auch wieder runter. Okay, wir haben unseren Kamin. Wir müssen ihn jetzt nur noch optisch ein bisschen herrichten. Ich bin sicher, das könnt ihr auch ganz gut. Wieso habe ich denn hier Redstone liegen? Das gehört nicht hierhin. Lasst mal eure Fantasie freien Lauf, wie ihr euren Kamin gestaltet. Ich mache das jetzt hier auch nur so mal in den Anfängen, damit man den erkennt. Mache ich hier noch ein Gitterchen hin. Und vielleicht setzen wir hier oben noch so eine Treppe dagegen. Das wird jetzt ein bisschen schwer mit dem Redstone da drauf. Ich mache das Redstone mal kurz weg, damit man da dran kommt. Aha. Wie gesagt, da ist eure Fantasie, sind da keine Grenzen gesetzt. Macht mal was Schönes hier aus dem Kamin. Oh. Sieht man schon, dass es ein Kamin ist. Naja. Man könnte auch noch Holzteile verbauen, aber seid vorsichtig, ne, mit Holz in der Nähe von Feuer. Das gerät tatsächlich in Brand, wenn es über den Flammen liegt oder in der Nähe von dem Feuer. Okay, ich hoffe, ihr hattet Spaß an unserer heutigen Folge und unserer neuen kleinen Konstruktion und ich hoffe, ihr seid auch das nächste Mal wieder mit von der Partie.